Heute zeige ich euch nochmal ausführlich Schritt für Schritt, wie ihr Hefe selber macht und gebe euch viele nützliche Informationen, auch zur Lagerung. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Hier auf diesem Kanal erfahrt ihr alles über das Herstellen der eigenen Hefe, dem Hefewasser. Ich zeige euch immer alles Schritt für Schritt und gebe euch zusätzlich noch tolle, leckere Rezepte an die Hand, mit denen ihr selbst leckeres Gebäck in euren Alltag mit der Wildhefe integrieren könnt. Aber es gab in letzter Zeit immer mal wieder die gleichen oder ähnlichen Fragen und vor allem auch nochmal Fragen zur Lagerung. Und das möchte ich heute nochmal ganz ausführlich euch erklären und euch nochmal zeigen. Ihr seid neu hier? Dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Teilt die Videos, dann erfahren auch andere, wie einfach und leicht Hefe selbst herzustellen ist und was für köstliches Gebäck man hiermit machen kann. Hefe selber machen ist zu einem großen Thema in 2020 geworden. Spätestens dann, wenn diese im Supermarkt nicht mehr zu finden ist, sucht man hier nach Alternativen. Seit vielen Jahren backe ich ausschließlich mit dem Hefewasser und da es hier wirklich noch viele Fragen gibt, zeige ich euch heute das noch einmal Schritt für Schritt. Hier im Hintergrund könnt ihr das schon sehen und alles nochmal zur Aufbewahrung, wie ihr das am einfachsten und am leichtesten auch macht. Und wenn euch das Video gefällt, dann teilt es doch bitte, damit viele andere von diesem Wissen auch profitieren können. Hier im Hintergrund habt ihr jetzt schon mal gesehen, wie ich ganz normales Wasser, einen Teelöffel Zucker hinzugebe in Form von Zuckerrübensirup und 2 bis 4 Esslöffel Anstellgut. Ich habe heute mal Tomaten genommen und das war morgens und am Abend sieht es so aus. Da gibt es nur wenig Blasenentwicklung. Und wie gesagt, ich wollte euch das noch einmal ganz ausführlich im Hintergrund zeigen und euch parallel dazu dann noch mal einige Informationen geben. Unter dem Video ist eine Videobeschreibung. Da habe ich euch wirklich alles noch mal Schritt für Schritt ausführlich aufgeschrieben. Also wenn ihr Fragen habt, schaut da wirklich mal nach. Es steht wirklich alles drin. Am ersten Tag also ein großes Gefäß nehmen, heiß ausspülen, dann kommen da 500 Milliliter stilles Mineralwasser oder Leitungswasser hinein. Es muss kälter als 40 Grad sein. Ein Teelöffel Zucker bzw. Honig oder Zuckerrübensirup kommt zum Beispiel rein. 2 bis 4 Esslöffel Obst, Gemüse oder Kräuter, egal ob frisch oder getrocknet. Wichtig, es muss ungeschwefelt und ungeölt sein. Und das gebt ihr alles in ein heiß ausgespültes Gefäß und lasst es dann abgedeckt stehen bei Zimmertemperatur. Am Abend schüttet ihr den Inhalt noch einmal, das könnt ihr hier jetzt gerade sehen, macht den Deckel wieder drauf und lasst es wieder stehen. Am zweiten Tag genau das gleiche. Es hat sich dann wahrscheinlich noch nicht so viel getan, zumindest hier bei meinen Tomaten ist das der Fall. Lasst euch da nicht beunruhigen oder ins Boxhorn jagen. Das kann bei etwas anderem, wie zum Beispiel Datteln, Rosinen oder Aprikosen, wieder ganz anders aussehen. Da kann es sein, dass eine viel größere Blasenentwicklung da gewesen ist. Morgens konntet ihr sehen, da hat sich nichts getan. Im Laufe des zweiten Tages sind dann alle Tomaten hochgegangen. Das ist immer ein gutes Zeichen, aber auch kein Muss. Es kann auch sein, einige Früchte schwimmen oben, einige unten. Bei Kräutern ist es zum Beispiel so, dass die generell immer oben schwimmen. Die bleiben gar nicht unten. Also von daher macht euch da gar nicht so viele Gedanken. Vertraut einfach darauf, auf diese Anleitung, wenn ihr das ordentlich macht, dass es auch klappt. Es gibt ganz selten die Fälle, dass es mal nicht so ist, aber da einfach dranbleiben und weiter ausprobieren. Hier könnt ihr sehen, ich habe es einmal geschüttelt. Die Blasenentwicklung ist da natürlich ein bisschen stärker. Und ihr könnt das vielleicht auch gerade sehen, das ist wie so ein Mineralwasser, da steigen immer ganz regelmäßig die Bläschen hoch. Ich finde, das ist wirklich was Tolles und Spannendes. Gerade wenn ihr Kinder zu Hause habt, für die ist es ganz toll, das einmal zu sehen. So, das war jetzt die Anleitung, wenn ihr komplett neu eine Hefe anstellt. Ganz einfach, es sind nur ein paar wenige Sachen. Und am zweiten Tag abends war meine Hefe auch schon fertig. Ich habe sie aber dann trotzdem nochmal über Nacht liegen lassen. Wie gesagt, in der Anleitung steht auch nochmal alles drin. Da habe ich ein Richtwert von 4-5 Tagen genommen. Das kann aber auch mal bis zu 8 Tagen gehen oder in meinem Fall war es abends am zweiten Tag theoretisch schon fertig. Das kann man einfach nicht pauschalisieren, das ist ein natürlicher Vorgang und es hängt viel von der Außentemperatur ab und von der Stärke des Hefepilzes, der sich auf eurem Anstellgut befindet. Tatsächlich könnt ihr feststellen, ob das Hefewasser fertig ist,
Wenn ihr es morgens und abends durchrührt, riecht immer mal dran. Die Hefe ist üblicherweise dann fertig, wenn es fruchtig-alkoholisch nach Most, Zieder, Federweißer riecht. Manchmal riecht es auch ein bisschen nach Essig oder Bier, das habe ich auch schon gehabt. Es riecht aber in jedem Fall fruchtig-alkoholisch und fruchtig halt im Sinne eures Anstellgutes. Wenn ihr Tomaten habt, riecht es halt tomatig und nicht nach irgendwie Zitronen oder Äpfeln. Wenn es aber modrig riecht oder nach faulen Eiern, dann hat es nicht geklappt und ihr müsst noch einmal neu einfangen. In allen anderen Fällen einfach mal losbacken. Dann könnt ihr es am besten sehen. Wichtig beim Backen ist es, gebt dem Teig Zeit. Das ist wirklich das Wichtigste beim Hefewasser. Hefewasser ist total einfach umzusetzen. Man muss nur sein Zeitmanagement ein bisschen umändern. Also früher war das ja so, wenn man die herkömmliche Hefe genommen hat, dann ging das maximal eine halbe Stunde, manchmal 20 Minuten, dann war das fertig. Im schlimmsten Fall musste man den Teig mal 1, 2 Stunden stehen lassen. Bei Hefewasser ist das komplett anders. Da braucht der Teig einfach mindestens 8 Stunden, manchmal klappt es auch in 6, aber bei fettigen Teigen, am Freitag kommt zum Beispiel ein Brioche-Teig, den zeige ich euch, da geht das tatsächlich 24 Stunden. Und hier im Hintergrund seht ihr das, die fertige Hefe. Unten bildet sich ein Satz, der ist ganz wichtig. Den bitte nicht wegschütten oder abschütten, den immer mit umrühren, so wie hier. Da fange ich nämlich jetzt an, gleich die Hefe zu verwenden. Den immer mit umrühren und mitverwenden. Das ist wie naturtrüber Apfelsaft oder wenn ihr Apfelessig naturtrüb habt, auch da ist dieser Satz immer ganz wichtig. Übrigens, wenn ihr das Anstellgut nochmal verwenden wollt, ich habe zum Beispiel für Früchte wie Datteln, Rosinen oder Aprikosen noch ein Rezept dazu. Das verlinke ich euch mal oben. Das ist das Dattelbrot. Ganz einfach und lecker und so könnt ihr noch das Anstellgut verwenden. Ich hatte jetzt mein Hefewasser, nachdem es fertig war, nochmal in den Kühlschrank gestellt für 1, 2 Tage und habe erst danach damit gebacken. Und ihr könnt sehen, nachdem es im Kühlschrank war, ist das Anstellgut nochmal wieder nach unten gesackt. Auch das alles legitim und genauso richtig. Zur Lagerung lässt sich sagen, sobald die Hefe fertig ist und ihr sie nicht nutzt, packt sie in den Kühlschrank. Und dabei ist es egal, ob ihr das mit dem Anstellgut macht oder ohne. Ich persönlich finde es besser mit Anstellgut, außer ihr wisst, ihr werdet am nächsten Tag backen, dann könnt ihr das auch schon mal abgießen. Ich nehme hier so zum Beispiel ein Teesieb, das nehme ich immer ganz gerne. Das ist grob genug, um den Satz mit durchzulassen, aber fein genug, um die Körner zum Beispiel von den Tomaten nicht durchzulassen. Wenn ihr es im Kühlschrank lagert, braucht ihr es nicht umrühren. Das hält mehrere Wochen, da braucht ihr euch gar keine Gedanken zu machen, ihr lasst es einfach stehen. Ab circa 1, 2 Wochen solltet ihr vielleicht nochmal einen Teelöffel Zucker hinzugeben, dass die Hefe einfach nochmal ein bisschen Futter hat, denn auch wenn sie weniger arbeitet, sie tut trotzdem noch etwas im Hintergrund. Übrigens, was ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, das ist eine Pizza, die ich backe. Dafür nehme ich dieses leckere Tomatenhefewasser, denn das passt natürlich perfekt dazu. Bleiben wir aber bei der Lagerung. Wie gesagt, es hält sich mehrere Wochen im Kühlschrank. Solltet ihr sie darüber hinaus nicht nutzen, dann ist es so, dass ihr das am besten einfriert. Das könnt ihr einfach portionsweise machen. Dabei ist wirklich zu wissen, wenn man Hefe einfriert, das ist ja auch bei einem Sauerteig so, dann kann es sein, dass die Zellen durch das Einfrieren platzen und dadurch die Hefekultur stirbt. Das bedeutet, dass wenn ihr es wieder auftaut bei Zimmertemperatur, ihr die Hefe am besten nochmal erstmal füttert mit einem Anstellgut und dem bisschen Zucker. Ihr könnt vielleicht auch nur Zucker verwenden zur Not. Wichtig ist das aber, denn sie wird ein bisschen Kraft verlieren, das Hefewasser. Also wenn ihr Zeit habt, lasst es nochmal vielleicht so 2, 3 Tage mit Anstellgut und Zucker stehen. Wenn ihr keine Zeit habt, einfach einen Teelöffel Zucker, das ist immer das Allerwichtigste, dass es beim Auftauen nochmal ein bisschen Kraft kriegt. Das zur Herstellung zum ersten Mal und zur Lagerung. Wenn ihr dann wieder eine weitere Hefe machen wollt, nehmt ihr von der ersten Hefe, die ihr hergestellt habt, 100 Milliliter und gebt sie dann wieder in diesen Ansatz mit den 500 Milliliter Wasser, dem 1 Teelöffel Zucker und den 2 bis 4 Teelöffel Anstellgut. Was ist aber, wenn ich dieses Anstellgut, was ich bisher verwendet habe, nicht mehr bekomme?
Nun ja, bei Tomaten ist es zwar unwahrscheinlich, aber ich könnte beim nächsten Mal zum Beispiel Oregano oder Basilikum verwenden. Wenn ihr bisher Datteln hattet, könnt ihr dann vielleicht Rosinen oder Aprikosen nehmen. Oder ihr nehmt vielleicht mal Äpfel dazu. Die können auch frisch sein, sie müssen nicht unbedingt zwingend getrocknet sein. Nun ist die Hefe fertig, aber was macht ihr jetzt damit? Ihr benötigt immer 100 Milliliter Hefewasser pro 500 Gramm Mehl. Wenn ihr ein bestehendes Rezept habt, könnt ihr da einfach auch die komplette Flüssigkeit, wenn es sich zum Beispiel um Wasser handelt, ersetzen. Bei dem Mehl ist es wirklich egal, ob es Vollkornmehl oder Weißmehl ist, ob Dinkel, Roggen oder Weizen. Es bleibt eigentlich immer gleich. 100 Milliliter Hefewasser pro 500 Gramm Mehl. Rezepte mit Milch sind da schon ein bisschen schwieriger, denn die Milch sorgt ja für die Weichheit im Teig. Da guckt einfach, dass ihr nur die notwendige Menge an Hefewasser verwendet und den Rest dann mit der Milch nehmt. Das könnt ihr ganz gut sehen. Ich habe ja die Osternester gemacht oder das Fladenbrot. Das sind alles Teige mit Milch und das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber ich versuche immer jede Woche euch Rezepte an die Hand zu geben, damit ihr das auch so einfach wie möglich dann umsetzen könnt. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Rezepte sind, ihr schickt mir ja freundlicherweise immer ganz viele Wünsche und denkt nicht, dass ich das nicht mache. Im Hintergrund arbeite ich wirklich ganz fleißig für euch diesbezüglich schon. Nur da habe ich eine kleine Bitte an euch. Die Wünsche sind super, das soll auch bitte so bleiben. Bleibt da dran, schreibt mir Kommentare, ich finde das wirklich klasse. Ich habe nur gemerkt, in letzter Zeit beantworte ich natürlich jeden Kommentar. Das soll auch zukünftig so bleiben. Allerdings werde ich die nicht mehr so zeitnah beantworten. Denn wenn ich die Kommentare beantworte, kann ich weniger für euch backen und Rezepte umsetzen. Und das wäre natürlich schade und kontraproduktiv. Das heißt, ich mache es so, ich lese alle eure Kommentare, gehe aber vielleicht nicht sofort darauf ein, sondern einfach immer gebündelt. Nicht, dass ihr euch da wundert oder denkt, ich achte da nicht auf eure Kommentare, die sind mir unheimlich wichtig und bitte lasst es auch weiterhin so. Ich freue mich über jede von euren Rückmeldungen. Noch einmal aus aktuellem Anlass, ihr könntet zum Beispiel auch mit dem Hefewasser einen Vorteig machen und diesen dann portionsweise einfrieren. Das funktioniert. Aber wie gesagt, schon bei dem normalen Einfrieren des Hefewassers ist es so, dass die Zellen des Hefepilzes platzen können und die danach weniger Kraft haben. Deswegen ist die Frage, ob das tatsächlich notwendig ist. Denn ihr könnt ja jederzeit euer Hefewasser selber herstellen. Daher ist es für mich eigentlich keine Frage der Möglichkeit, sondern ich mache mir das Hefewasser immer frisch, lagere das locker 1 bis 2 Wochen im Kühlschrank und kann so viel rumbacken, wie ich gerade möchte. Und übrigens, das im Hintergrund ist jetzt nicht mehr der Pizzateig, der wäre mit Honig ein bisschen ungenießbar meiner Meinung nach, sondern ich arbeite im Hintergrund ja, wie gesagt, ganz fleißig für euch und da bin ich jetzt gerade dabei, ein Dinkeltoastbrot für euch zu machen mit einer ganz einfachen Rezeptur und das soll ganz schnell und einfach gehen, ohne dass ihr da mit einem Vorteig arbeiten müsst oder da noch irgendwie das Hefewasser im Raum stehen lasst. Und dann werde ich nochmal demnächst ein Video machen mit einem Dinkeltoastbrot und einem normalen Weizen-Weißmehltoast. Ich hoffe, durch meinen Kanal und die vielen Rezepte und Informationen habe ich euch neugierig auf das Backen mit dem Hefewasser gemacht. Solltet ihr das nicht eh schon machen? Es ist wirklich sehr gesund und eine tolle, umweltfreundlichere und gesündere Alternative zur gekauften